Mal wieder auf der Suche nach einem neuen Soloreiseziel? Dann habe ich einen Tipp für euch. Verona. Warum ich diese Stadt besonders alleinreisenden Frauen empfehlen würde, erzähle ich euch in den nächsten Minuten. Eigentlich stand Verona nämlich gar nicht auf meiner Bingo-Karte für 2026. Ende März wollte ich ursprünglich nach Armenien reisen. Aufgrund der angespannten Situation rund um den Iran habe ich mich jedoch kurzfristig dagegen entschieden. Also musste schnell eine Alternative her, möglichst unkompliziert, günstig und trotzdem spannend. Meine Wahl fiel auf Verona und rückblickend war das eine der besten spontanen Entscheidungen überhaupt. Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass ich selbst relativ kurzfristig noch Zugtickets für Hin- und Rückfahrt für unter 120 € bekommen habe und das von Norddeutschland aus. Sono oro, le mie sembra un cartone, il mio specchio riflette soltanto un'illusione. Scorro il feed come un naufrago. Verona wird oft mit Romeo und Julia in Verbindung gebracht. Und ja, diese romantische Geschichte gehört natürlich auch zur Stadt. Aber für mich ist Verona viel mehr als das. Es ist die romantische Stadt Italiens, die ich bisher besucht habe. Und zwar wegen ihrer Atmosphäre. Die engen Gassen, die historischen Gebäude, die kleinen Plätze und das entspannte Lebensgefühl verleihen der Stadt etwas unglaublich Heimeliges, Liebenswürdiges und gleichzeitig Elegantes. Warum eignet sich Verona besonders gut für Soloreisende und speziell für alleinreisende Frauen? Ein großer Pluspunkt ist die Größe der Stadt. Die historische Altstadt ist angenehm kompakt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegen nah beieinander und lassen sich problemlos zu Fuß erkunden. Man muss sich nicht ständig mit Fahrplänen, Tickets oder komplizierten Verkehrsverbindungen beschäftigen. Ich persönlich habe während meines Aufenthalts alles zu Fuß gemacht. Meine Unterkunft lag zwischen Bahnhof und Innenstadt. Außerdem habe ich Verona als deutlich ruhiger empfunden als viele andere europäische Städte. Natürlich ist auch hier etwas los, aber die Stadt wirkt nicht hektisch oder überwältigend. Man hat Zeit, die Umgebung bewusst wahrzunehmen, ohne ständig das Gefühl zu haben, von Menschenmassen mitgerissen zu werden. Besonders gefallen hat mir die Mischung aus Kultur und Entspannung. Wer Kultur liebt, kann in der berühmten Arena die Verona Opern oder Konzerte erleben. Das römische Amphitheater gehört zu den beeindruckendsten Wahrzeichen der Stadt und wird bis heute genutzt. Gleichzeitig gibt es viele Orte, an denen man einfach das italienische Leben genießen kann. Zum Beispiel auf der Piazza delle Erbe. Dort kann man die historischen Fassaden bewundern und einfach Menschen beobachten. Oder man spaziert entlang der Edge, die sich durch die Stadt schlängelt. Was ich an Verona ebenfalls sehr geschätzt habe, überall gibt es kleine Cafés, Restaurants und Bars, in denen man problemlos auch alleine sitzen kann. Niemand schaut komisch, niemand fragt nach. Man kann einfach die Atmosphäre genießen, lesen, schreiben oder den Tag Revue passieren lassen. Verona ist für mich außerdem die perfekte Größe für einen Städtetrip. Die Stadt ist groß genug, um mehrere Tage interessant zu bleiben, aber klein genug, um nicht zu überfordern. Genau diese Balance macht sie für mich so besonders. Insgesamt war ich 7 Tage vor Ort. 4 Tage habe ich für Ausflüge in die Umgebung genutzt und 3 Tage ausschließlich in Verona verbracht. Mein persönliches Highlight war der Giardino Giusti. Für 13 € Eintritt bekommt man Zugang zu einer wunderschönen Gartenanlage, die oft etwas im Schatten der bekannten Sehenswürdigkeiten steht. Dabei ist sie eine der schönsten und ruhigsten Orte der Stadt. Wenn ihr schöne Ausblicke mögt, solltet ihr euch außerdem das Castel San Pietro nicht entgehen lassen. Von dort oben hat man einen fantastischen Blick über die Dächer Veronas und die Edge. Wer sich den Aufstieg sparen möchte, kann ganz unkompliziert die Standseilbahn nutzen. Die Fahrt kostet nur 3 € und bringt euch bequem hinauf und wieder hinunter.
mich ehrlich überrascht. Die Stadt verbindet italienisches Lebensgefühl, Kultur, Entspannung und eine angenehme Größe auf eine Weise, die sie gerade so attraktiv für Soloreisende macht. Wer eine Stadt sucht, die romantisch wirkt, aber nicht überlaufen ist, die viel zu bieten hat und gleichzeitig entschleunigt, sollte Verona definitiv auf die Reiseliste setzen. Und das Beste, Verona ist nicht nur selbst eine Reise wert, sondern auch der perfekte Ausgangspunkt für viele spannende Ausflüge in die Umgebung. Welche Orte ihr von dort aus unbedingt besuchen solltet, erzähle ich euch im nächsten Video. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.